Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von ICT Ralf. Thema heute Google Sites. Zuerst gehen wir nach sites.google.com. Auf der Seite sehen wir verschiedene Vorlagen für Webseiten. Hier können wir eine auswählen oder in der Plusbox eine neue erstellen. Wir stellen eine neue Seite und ändern den Titel. In meinem Beispiel habe ich ihm den Namen Latam Ralf gegeben. Das ist der Name von meinem anderen YouTube-Kanal, wo ich über Reisen und Infos in Argentinien berichte. Jetzt kann ich hier in Picture oder in der deutschen Version Bild ein Bild in den Header als Hintergrund hinzufügen. Hier oben kann ich links als Menüpunkte oder nochmal den Seitennamen eingeben. Und hier oben rechts kann ich alles Mögliche hinzufügen wie Texte, Embedded Drive und andere Elemente. Hier haben wir Image-Karusselle, damit kann man ein Karussell aus mehreren Bildern bauen. Dann kann man YouTube-Videos, Dokumente, Forms, Placeholder hinzufügen. Fügen wir ein Video hinzu mit nur einem Klick auf den YouTube-Link. Wählen wir mal ein Video aus, zum Beispiel das vom Che Guevara und das vom Hotel Eden und das von Carlos Paz und das von Amboy. Und dann noch das Video von Inti Jaco. Ja, hier könnte ich dann endlos Videos hinzufügen und auswählen. Ich glaube, da gibt es kein Limit, aber ich würde sagen, für heute ist das dann alles. Dann machen wir Einfügen und fertig. Jetzt kann man zuschauen, wie die Videos eingefügt werden. Gut, jetzt haben wir alle Videos eingefügt, ohne eine Zeile codiert zu haben. Wir möchten zum Beispiel einen neuen Abschnitt mit Text einfügen. Das geht zum Beispiel so. Wir posieren die Stelle im Dokument und wählen Minimizable Group aus oder ein anderes Element wie Text oder Placeholder. Und geben einen Text ein wie „Das sind meine Ausflüge in Argentinien“ und haben nicht nur einen Text, sondern direkt ein Kombofeld erzeugt. Jetzt kann man das Ganze veröffentlichen, indem man auf den Knopf oben links Publish oder im Deutschen Veröffentlichen drückt. Und hier kann ich den Webseitennamen auswählen oder eine Domäne von Google mir besorgen. Oder ich kann hier meine Domäne, die ich schon habe, verknüpfen. Hier kann ich auch festlegen, ob Suchmaschinen meine Webseite finden sollen oder nicht. Das kann der Fall sein, wenn ich eine Internetseite habe, wo ich nicht möchte, dass die jeder auffindet. Wie schon gesagt, eine Custom Domain macht deine Webseite schöner, aber das könnt ihr später noch machen. Wie hier mit Connect Domain. Was nicht so einfach ist, kann ich euch aber gerne bei helfen. Gut, und dann nur noch Publish und eure Webseite geht online. Dann auf View klicken oder oben rechts auf den Pfeil nach unten und ihr seht eure fertige Webseite. In diesem Video habt ihr erfahren, wie ihr eine Webseite gratis eröffnen könnt, euch keine Sorgen um SSL-Zertifikate oder die Erreichbarkeit machen müsst. Auch wenn der Link etwas lang ist, könnt ihr in Facebook, WhatsApp, YouTube auf eure Webseite verlinken und so können eure Follower schnell eure Informationen in einer Webseite sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zu einer nächsten Episode in Ralf ICT. Ciao!